Wenn das Leben leiser wird. Es gibt Zeiten im Leben, da spricht die Stille lauter als Worte. Nicht durch große Gesten oder dramatische Wendungen, sondern durch leise Veränderungen, die sich kaum greifen lassen, aber tief berühren. Wenn wir einen geliebten Menschen begleiten, der sich langsam von dieser Welt verabschiedet, merken wir oft erst spät, dass es sich etwas verändert hat. Nicht abrupt, nicht plötzlich, sondern wie ein sanftes Verblassen. Ein Rückzug, der nicht mit Worten erklärt wird, sondern mit Blicken, Gesten und einer neuen Art, die Welt zu empfinden. Viele dieser Zeichen entgehen uns im Alltag. Wir deuten sie als Müdigkeit, als Alterserscheinung, als das ganz normale Nachlassen der Kräfte. Doch manchmal sind sie viel mehr als das. Sie sind stille Botschaften, Hinweise, dass ein neuer Lebensabschnitt begonnen hat. Der letzte. Und dass unsere Rolle sich verändert. Vom Begleiter zum Zeugen, vom Organisator zum Herzensmenschen. Dieses Video ist eine Einladung, diese zarten Veränderungen mit offenem Herzen zu erkennen. Nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Nicht um etwas zu verhindern, sondern um jeden Moment bewusster zu gestalten. Mit mehr Nähe, mehr Verständnis, mehr Mitgefühl. Denn wer den letzten Weg nicht allein geht, sondern von ehrlicher Präsenz begleitet wird, erlebt nicht nur Abschied, sondern auch Tiefe, Frieden und Verbundenheit, die über den Tod hinaus wirken können. Bleiben Sie bei uns. In den nächsten Minuten sprechen wir über Zeichen, die oft übersehen werden, aber alles verändern können. Für den, der geht und für den, der bleibt. Wenn Freude sich leise zurückzieht. Manchmal beginnt es ganz unauffällig. Ein Spaziergang, der früher täglich war, wird plötzlich abgesagt. Das Lieblingsessen bleibt auf dem Teller liegen. Einladung zum Kaffee trinken? Heute nicht, sagt die Stimme, müde, leise, fast entschuldigend. Was von außen wie Launenhaftigkeit wirkt, ist oft viel tiefer verwurzelt. Es ist kein bloßes keine Lust. Es ist der Körper, der still beginnt, seine Energie anders zu verteilen, der nicht mehr alles will oder kann. Und es ist die Seele, die sich nach Rückzug sehnt, ohne Worte dafür zu finden. Ein Beispiel ist Hannelore, 82. Früher organisierte sie jedes Wochenende ein kleines Familienfrühstück. Plötzlich bat sie ihre Tochter, dieses Mal ohne sie zu brunchen. Nicht aus Kälte, sondern weil selbst das Aufstehen, das Anziehen, das gesellige Zusammensein zur Anstrengung geworden war. Und weil sie spürte, dass sie ihre Kraft anders braucht, für das Wesentliche, für sich. Wer das nicht versteht, fühlt sich vielleicht zurückgewiesen. Doch wer zuhört, ohne zu bewerten, erkennt, das ist kein Abschied von den Menschen. Es ist ein innerer Prozess, ein stilles Sortieren, ein vorsichtiges Loslassen. Gerade jetzt braucht es keinen Druck, keine Überredung, sondern Raum, Verständnis und leise Begleitung. Ein Ich bin da, wenn du willst. Ein liebevoller Blick, der sagt, ich sehe dich, auch wenn du weniger tust. Diese Zurückhaltung ist kein Zeichen von Gleichgültigkeit. Sie ist ein stiller Ruf nach Respekt. Ein Wunsch, das Tempo selbst bestimmen zu dürfen. Und wenn wir diesen Wunsch ehren, zeigen wir wahre Liebe. Nicht mit Worten, sondern mit Geduld. Wenn die Nacht nicht mehr ruhig ist. Der Schlaf, einst ein Ort der Erholung, wird für viele ältere Menschen in ihrem letzten Lebensjahr zu einem fragilen Begleiter. Einige schlafen plötzlich sehr viel, andere hingegen finden kaum noch Ruhe. Nächte werden unruhig, durchzogen von flüchtigem Dösen, unerklärlichen Wachphasen und Träumen, die intensiver sind als je zuvor. Nicht selten berichten sie davon, verlorene Menschen wiederzusehen. Eltern, Geschwister, alte Freunde. Manche nennen es Halluzination. Doch vielleicht ist es mehr. Vielleicht öffnet sich hier eine Tür zwischen Erinnern und Loslassen, zwischen Diesseits und dem, was dahinter liegt. Klau, 87, sprach in den letzten Monaten oft im Schlaf. Seine Tochter hörte ihn Namen murmeln, von denen sie dachte, er habe sie längst vergessen. Doch sie waren noch da, verankert tief im Herzen.
Veränderter Schlaf ist kein medizinisches Rätsel, sondern ein Zeichen der inneren Bewegung. Der Körper verlangt nach Regeneration, nicht nur körperlich, sondern seelisch. Jetzt ist es wichtiger denn je, diese Veränderungen mit Gelassenheit zu begleiten. Kein Drängen, kein Erklären, sondern Sicherheit geben. Durch leise Nähe. Eine sanfte Berührung, ein offenes Ohr mitten in der Nacht. Wenn wir verstehen, dass diese Schlaflosigkeit kein Problem ist, das wir lösen müssen, sondern ein Prozess, den wir ehren dürfen, dann schenken wir Frieden, in einer Zeit, in der der Schlaf selbst zum Übergang wird. Wenn der Hunger leiser wird, der Teller bleibt halb voll, das Lieblingsgericht, einst mit Freude erwartet, steht unangerührt auf dem Tisch. Und die Frage, hast du keinen Hunger, bleibt unbeantwortet. Nicht aus Trotz, sondern weil es schwerfällt, den Appetit zu erklären, der langsam, leise verschwindet. Appetitverlust ist eines der häufigsten, aber auch eines der emotional schwierigsten Zeichen. Denn Essen ist mehr als Nährstoff. Es ist Liebe, Gemeinschaft, Erinnerung. Wenn ältere Menschen aufhören, regelmäßig zu essen, reagieren Angehörige oft mit Sorge. Doch das, was wir als Verweigerung deuten, ist meist ein natürlicher Rückzug. Der Körper verlangt nicht mehr nach Fülle. Er will Leichtigkeit. Er spart Energie, indem er das überflüssige Bedürfnis nach Nahrung reduziert. Ingrid, 84, aß früher mit Genuss. Doch in ihren letzten Monaten wählte sie nur noch kleine Löffel Suppe oder ein Stück weiches Brot. Nicht aus Ablehnung, sondern weil ihr Körper genau wusste, was er noch braucht und was nicht mehr. In solchen Momenten ist es wichtig, nicht zu drängen, nicht zu bitten, nicht zu schimpfen, sondern zuzuhören, zu spüren, was tut gut, was wird gerade gebraucht. Eine kleine Schale Obst, ein weiches Stück Kuchen, ein heißer Tee, vielleicht mehr als jede Mahlzeit. Wenn wir aufhören, mit dem Essen Liebe erzwingen zu wollen und stattdessen einfach da sind, mit Geduld, mit Respekt, dann nähren wir mehr als den Körper, dann nähren wir das Herz. Wenn die Seele beginnt, zurückzublicken. Es kommt still, fast unbemerkt. Gespräche, die früher vom Alltag handelten, vom Einkauf, vom Wetter, von den Enkeln, verändern sich. Plötzlich geht es um früher, um das Elternhaus, um erste Küsse, um das Geräusch von Fahrradreifen auf Kopfsteinpflaster an einem Sommertag vor 70 Jahren. Viele ältere Menschen, die sich dem Ende des Lebens nähern, beginnen mehr über die Vergangenheit zu sprechen. Nicht aus Sentimentalität, sondern aus einem tiefen Bedürfnis heraus, ihr Leben zu ordnen, Bedeutung zu finden, offene Kapitel zu schließen. Bernd, 89, begann seiner Familie Geschichten zu erzählen, die er nie zuvor erwähnt hatte. Er sprach von seiner Kindheit im Krieg, von einem alten Freund, dem er nie Danke gesagt hatte, von einem kleinen, aber wichtigen Fehler, den er nie vergessen konnte. Diese Rückkehr zu alten Erinnerungen ist kein Zufall. Sie ist eine Bewegung der Seele, ein stiller Versuch zu heilen und Frieden zu finden. Für Angehörige ist es ein Geschenk, denn was hier geteilt wird, sind nicht nur Geschichten, es sind Vermächtnisse. Kleine Wahrheiten, die nicht in Büchern stehen, sondern zwischen den Zeilen des gelebten Lebens. Unsere Aufgabe ist es, zuzuhören, nicht zu bewerten, nicht zu korrigieren, einfach da zu sein. Ein leises „Erzähl ruhig weiter" kann mehr bewirken als 1000 gute Ratschläge. Denn diese Worte, diese Erinnerungen können bleiben, wenn der Mensch schon gegangen ist. Wenn Stille zur inneren Heimat wird. Früher war das Haus voller Stimmen, Besucher kamen und gingen, Lachen erfüllte die Räume. Und jetzt? Die Tür bleibt öfter geschlossen. Das Telefon klingelt, aber wird nicht abgehoben. Ein „Ich brauche heute ein bisschen Ruhe" wird zur sanften, aber bestimmten Botschaft. Viele ältere Menschen ziehen sich in den letzten Lebensphasen zurück. Sie suchen nicht Einsamkeit, sie suchen Einkehr. Nicht aus Kälte, nicht aus Trauer, sondern weil es Phasen im Leben gibt, in denen man mehr mit sich selbst sprechen möchte als mit der Welt.
Helga, 86, war immer gesellig. Doch in den letzten Monaten blieb sie lieber am Fenster sitzen, schaute auf den Garten und sagte nur: „Es tut gut, einfach mal nichts zu sagen." Dieser Rückzug ist kein Grund zur Sorge. Er ist eine Form von Vorbereitung, ein inneres Aufräumen, ein stilles Sortieren der Gedanken, der Erinnerungen, der offenen Fragen. Für Angehörige ist das nicht leicht. Man will Nähe geben, Trost spenden, da sein. Doch manchmal ist das größte Geschenk gerade die Erlaubnis, allein zu sein. Wichtig ist, seien Sie nicht beleidigt, fühlen Sie sich nicht ausgeschlossen. Bleiben Sie in der Nähe, nicht mit Lautstärke, sondern mit Herz. Eine Tasse Tee vor der Tür, ein leiser Gruß, ein kurzer Blick durch die angelehnte Tür, der sagt: „Ich bin da, wenn du mich brauchst." So entsteht Raum für Rückzug, aber auch für Verbundenheit, für beides gleichzeitig. Wenn Gefühle ihre eigene Sprache sprechen. Ein falsches Wort und die Tränen fließen. Ein unerwarteter Moment und plötzlich ein Lächeln. Dann wieder Stille, Rückzug, vielleicht sogar Gereiztheit. In der letzten Lebensphase werden die Gefühle oft intensiver, schneller, unvorhersehbarer. Was früher geduldig weggelächelt wurde, wird nun offen gezeigt. Was lange verborgen blieb, bricht plötzlich durch. Dieter, 85, war zeitlebens ein ruhiger Mann. Nie laut, nie impulsiv. Doch in den letzten Monaten schwankte seine Stimmung zwischen tiefer Rührung und unerklärlicher Gereiztheit. Ein leises Lied konnte ihn zu Tränen rühren. Ein falscher Ton brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Diese emotionale Empfindsamkeit ist kein Problem, das man beheben muss. Sie ist Ausdruck eines tiefgreifenden inneren Wandels. Der Körper verändert sich, das Gehirn reagiert anders. Die Seele sucht Halt und findet ihn manchmal nur noch im Ausdruck der Emotion. Für die Menschen drumherum ist das herausfordernd. Man will helfen, man versteht nicht immer. Aber genau hier ist Geduld gefragt. Nicht jede Reaktion ist logisch, nicht jedes Gefühl lässt sich erklären. Aber jedes Gefühl will gesehen werden und angenommen. Statt zu argumentieren oder zu analysieren, ist ein liebevoller Blick oft genug. Ein Satz wie „Es ist okay, fühl einfach, was du fühlst", kann mehr trösten als jede rationale Erklärung. Denn in dieser Phase geht es nicht mehr darum, Recht zu haben, sondern darum, da zu sein, mit einem offenen Herzen und der Bereitschaft, auch die Wellen zu tragen, die das Leben zum Schluss noch einmal schickt. Wenn das Wesentliche sichtbar wird. Manche Worte bleiben, nicht weil sie laut sind, sondern weil sie aus einer Tiefe kommen, die nur das gelebte Leben kennt. In der letzten Lebensphase beginnen viele ältere Menschen, klare, fast überraschend weise Dinge zu sagen. Nicht viele, nicht laut, aber bedeutsam, klar, unverrückbar. Es sind kleine Sätze, die auf den Punkt bringen, was andere in Büchern suchen. Es lohnt sich nicht, sich über Kleinigkeiten zu streiten. Wirklich wichtig ist, dass man vergeben kann. Liebe ist das Einzige, was bleibt. Gisela, 88, saß eines Morgens mit ihrer Enkelin auf der Terrasse. Die Enkelin erzählte von einem Streit mit einer Freundin. Gisela sagte nur: „Frag dich, ob du in 10 Jahren noch daran denken willst. Wenn nicht, vergib heute." Und schwieg wieder. Diese Klarheit entsteht nicht plötzlich. Sie ist das Destillat eines langen Lebens. Sie kommt, wenn Ihnen Nebensächlichkeiten wegfallen und der Blick frei wird für das, was wirklich zählt. Für Angehörige ist es ein Geschenk, diesen Momenten zu lauschen, nicht zwischen den Worten zu suchen, sondern die Worte selbst zu würdigen. Denn oft geschieht in diesen Sätzen etwas Tieferes, eine stille Übergabe von Lebenserfahrung, von Haltung, von Herz. Man muss nicht antworten, nur aufnehmen und bewahren. Denn irgendwann, vielleicht Jahre später, werden genau diese Worte uns den Weg zeigen. Wenn der Körper beginnt, leiser zu werden. Es beginnt oft unbemerkt. Der Gang zur Küche dauert länger. Das Aufstehen vom Stuhl wird zur kleinen Herausforderung.
Und irgendwann wird selbst das Zähneputzen zu einer Aufgabe, für die man sich sammeln muss. Der Körper spricht, nicht mit Schmerz, sondern mit Grenzen, mit leisem Rückzug, mit einem nicht mehr wie früher, das nicht klagt, sondern einfach da ist. Für viele ältere Menschen ist dieser körperliche Rückgang kein plötzlicher Absturz, sondern ein sanftes Nachlassen, wie das Verlöschen einer Kerze, nicht mit einem Windstoß, sondern langsam, still, würdevoll. Hans, 90, liebte es, im Garten zu arbeiten. Doch in seinen letzten Monaten reichte es ihm, einfach nur dort zu sitzen, die Bäume anzuschauen und dem Wind zuzuhören. Er sagte: Jetzt arbeitet der Garten in mir. Für Angehörige ist es schwer zuzusehen, wie jemand, der einst stark war, immer weniger schafft. Doch es ist kein Versagen, es ist kein Rückschritt. Es ist der Körper, der in einen anderen Rhythmus findet, einen, der mehr Ruhe verlangt, mehr Achtsamkeit, mehr Würde. Jetzt geht es nicht mehr darum, alles zu ermöglichen, sondern darum, nicht zu überfordern. Hilfe anzubieten, ohne zu entmündigen, Nähe zu schenken, ohne zu bevormunden. Ein Arm beim Gehen, ein Stuhl in der Nähe, ein verständnisvoller Blick, wenn das Tempo nicht mehr mithält. So wird Unterstützung zu Respekt und Fürsorge zu Liebe. Still, klar, groß. Wenn die Welt zu laut wird. Früher lief das Radio im Hintergrund. Der Fernseher war laut, die Familie lebendig. Kinderlachen, Telefonklingeln, Straßenlärm, alles war Teil des Lebens. Doch irgendwann verändert sich etwas. Geräusche, die früher beiläufig waren, werden störend. Licht blendet, Stimmen hallen unangenehm. Sogar fröhliche Gespräche können plötzlich wie ein Gewitter wirken. Viele ältere Menschen, die sich am Ende ihres Lebens befinden, entwickeln eine neue Sensibilität. Nicht nur für Geräusche, sondern auch für Reize jeder Art, Gerüche, Hektik, Bewegung. Für Außenstehende mag das unverständlich wirken, doch der Grund liegt tief. Der Körper will schützen, der Geist will sich sammeln. Die Seele verlangt nach einem Raum, in dem sie atmen kann. In einem solchen Moment wird die Welt zu viel. Zu grell, zu laut, zu schnell. Erika, 87, bat eines Tages, das Radio leiser zu drehen. Dann das Licht zu dimmen. Dann einfach nur: Lass uns still sitzen. Und in dieser Stille entstand ein Frieden, der zuvor nirgends Platz gefunden hatte. Für Angehörige bedeutet das Rücksicht. Nicht als Einschränkung, sondern als Einladung zur Achtsamkeit. Ein abgedunkelter Raum, ein leises Gespräch, ein langsamer Schritt. Das sind keine Kleinigkeiten, das sind Gesten der Liebe. Denn wenn wir die Umgebung so gestalten, dass es sie zur Oase wird, dann sagen wir ohne Worte: Du bist sicher, du bist gesehen, du darfst loslassen. Wenn das Unwichtige an Bedeutung verliert. Was früher dringend war, verliert an Gewicht. Rechnungen, Termine, Verpflichtungen, sie rücken in den Hintergrund. Stattdessen werden andere Dinge wichtig. Die warme Tasse Tee am Morgen, das Lichtspiel auf der Tischdecke, der Klang vertrauter Stimmen. Wenn sich das Leben seinem Ende nähert, verändert sich der Blick. Nicht abrupt, sondern wie ein langsames Scharfstellen auf das Wesentliche. Der Mensch beginnt zu wählen. Was nehme ich noch mit? Woran halte ich fest? Und was darf gehen? Viele ältere Menschen zeigen genau das. Eine stille Loslösung von der Geschäftigkeit des Alltags. Nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus einer neuen inneren Ordnung. Das Tempo verlangsamt sich. Die Anforderungen der Welt werden unwichtig. Waltraud, 91, liebte es früher, ihren Kalender zu führen. Jede Woche war geplant, jede Stunde sinnvoll genutzt. Doch in den letzten Monaten ließ sie den Kalender liegen und sagte nur: Heute zählt nur, dass ich atmen kann und dass du da bist. Für Angehörige ist das eine Einladung, mitzugehen in diese neue Einfachheit. Nicht zu drängen: Du musst noch dies erledigen oder daran solltest du denken. Sondern zu verstehen: Jetzt geht es um Qualität, nicht um Quantität. Ein ruhiger Nachmittag,
ein Blick aus dem Fenster, ein ehrliches Gespräch ohne Eile. So wird das Leben nicht weniger, sondern reiner und manchmal klarer als je zuvor. Wenn das Innen und Außen in Einklang gebracht werden will. Es beginnt oft mit kleinen Gesten. Ein alter Ordner wird hervorgeholt. Dokumente werden sortiert. Erbstücke, Fotos, Briefe. Alles wird still betrachtet, neu eingeordnet, weitergegeben oder verabschiedet. Viele ältere Menschen verspüren im letzten Lebensabschnitt das Bedürfnis, Ordnung zu schaffen. Nicht aus Kontrolle, nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Liebe zu den Menschen, die zurückbleiben werden. Liebe zum eigenen Leben, das noch einmal gewürdigt werden will. In Klarheit, in Übersicht, in Frieden. Manchmal wird das Haus durchstreift wie ein innerer Garten. Was darf bleiben? Was kann gehen? Was soll weitergegeben werden? Friedrich 86 begann alte Briefe zu lesen und zu sortieren. Er schrieb handschriftliche Notizen dazu, legte sie seinen Enkeln bei und sagte: „Damit ihr wisst, was mir wichtig war." Für die Familie kann das schmerzhaft sein, denn jedes sortierte Papier, jede übergebene Erinnerung ist auch ein stiller Hinweis. Ich bereite mich vor. Doch gerade dieses Bedürfnis nach Ordnung ist ein Ausdruck von Fürsorge, von Verantwortung, von einem tiefen Wunsch, nicht nur Spuren zu hinterlassen, sondern auch Erleichterung. Hier hilft es, zuzuhören, zu helfen, ohne zu lenken, dazu sein, ohne zu übernehmen. Denn diese Phase gehört dem Menschen selbst. Es ist seine Geschichte, die er noch einmal in der Hand halten möchte. Ein letzter Blick, ein letzter Schritt, mit offenem Herzen und ruhiger Hand. Wenn das Gestern näher ist als das Morgen, was ist heute für ein Tag? Welches Datum? Welche Uhrzeit? Fragen, die früher selbstverständlich beantwortet wurden, scheinen plötzlich ihre Bedeutung zu verlieren. Der Blick schweift zurück, nicht nach vorn. Der Kalender wird zweitrangig und die Uhr nur noch ein Zeuge am Handgelenk. Viele ältere Menschen, die sich am Ende ihres Lebens befinden, verändern ihre Beziehung zur Zeit. Nicht aus Vergesslichkeit, sondern weil die innere Uhr einem anderen Takt folgt. Vergangenheit wird lebendig. Erinnerungen erscheinen plastischer als das Jetzt. Zukunft verliert an Kontur, nicht aus Angst, sondern aus Frieden. Gerda 89 sagte einmal lächelnd: „Ich weiß nicht, welcher Wochentag heute ist, aber ich erinnere mich an das Lachen meines Bruders an einem Mittwoch im Sommer 1948. Was für andere wie Verwirrung erscheint, ist oft eine Neuordnung der Wichtigkeit. Nicht mehr, was muss ich heute tun, sondern was war schön? Was bleibt in meinem Herzen? Diese Veränderung ist keine Schwäche. Sie ist eine stille Weisheit, ein innerer Abschied von der Hektik, vom Zwang des Planens, von der Illusion, alles kontrollieren zu können. Für Angehörige heißt das Druck rausnehmen. Nicht ständig erinnern, mahnen, erklären, sondern eintauchen in den Moment. Ein Gespräch ohne Ziel. Ein stiller Nachmittag ohne Uhr, ein gemeinsames Erinnern statt eines erwarteten Funktionierens. Denn in dieser neuen Zeit zählt nicht, wie viel Uhr es ist, sondern ob man gemeinsam da ist. Jetzt, hier, ehrlich. Wenn das Unsichtbare fühlbar wird. Manchmal sagen ältere Menschen Dinge, die uns innehalten lassen. Sätze, die fast prophetisch klingen. Gefühle, die zutreffen, noch bevor etwas geschieht. Heute kommt Besuch, sagt jemand, und tatsächlich steht kurze Zeit später ein Verwandter vor der Tür. Oder etwas stimmt nicht mit meiner Freundin und ein Anruf bestätigt es. Diese feine, fast übernatürliche Wahrnehmung ist kein Zufall. Viele ältere Menschen entwickeln im letzten Abschnitt ihres Lebens eine bemerkenswerte Intuition. Als ob der Blick klarer wird, nicht nach außen, sondern nach innen. Manchmal ist es ein Satz, ein Blick, ein Schweigen, da mehr sagt als Worte. Heinz, 88, saß an einem späten Nachmittag auf dem Balkon und sagte zu seinem Sohn: „Ich glaube, bald wird alles stiller." 2 Tage später wurde er bettlägerig. Nicht ängstlich,
nicht dramatisch, einfach still. Diese Form von Intuition ist kein Rätsel, sondern eine Verbindung zur eigenen Geschichte, zum Körper, vielleicht auch zu etwas, das über das Sichtbare hinausgeht. Für Angehörige ist das manchmal irritierend, weil es uns an unsere eigene Unsicherheit erinnert. Doch wer zuhört, nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen erkennt, hier spricht keine Fantasie, hier spricht Tiefe, Lebenserfahrung und vielleicht Weisheit. Wir müssen nicht alles verstehen, aber wir können es ehren, indem wir nicht abwinken, sondern annehmen und in diesen Momenten ganz präsent sind. Denn manchmal sind diese intuitiven Worte nicht nur für die, die gehen, sondern vor allem für die, die bleiben. Wenn alte Wunden Heilung suchen. Es geschieht oft leise, ein plötzliches Gespräch, ein Blick, der länger hält, ein Satz, der zögerlich beginnt mit »Damals, ich hätte«. Viele ältere Menschen, wenn sie das Ende ihres Weges spüren, suchen etwas sehr Tiefes, Frieden. Nicht nur mit sich selbst, sondern mit anderen. Alte Konflikte tauchen auf. Nicht als Vorwurf, sondern als Bedürfnis nach Auflösung. Verlorene Freundschaften, ungesagte Entschuldigungen, lange verdrängte Missverständnisse werden wieder fühlbar. Nicht um zu belasten, sondern um loszulassen. Martha, 87, schrieb ihrer Schwester einen handgeschriebenen Brief. Sie hatten 20 Jahre nicht gesprochen. Der Brief war kurz. Ich weiß nicht mehr, worüber wir uns zerstritten haben, aber ich weiß, dass ich dich nie aufgehört habe zu lieben. Diese Momente der Versöhnung sind keine Schwäche, sie sind Stärke. Die Stärke, das Ego loszulassen und das Herz sprechen zu lassen. Für Angehörige bedeutet das Raum geben, nicht werten, nicht sagen, das bringt jetzt doch nichts mehr, sondern zuhören, anerkennen und vielleicht sogar Brücken bauen. Denn was jetzt geschieht, ist mehr als ein Gespräch. Es ist ein innerer Abschluss, ein letzter Kreis, der sich schließen will. Wer diese Versöhnungsimpulse zulässt, schenkt nicht nur dem anderen Frieden, sondern oft auch sich selbst. Wenn Erinnerungen einen Platz suchen. Ein altes Foto wird auf den Nachttisch gestellt. Ein Brief, vergilbt und längst vergessenen Ursprungs, wird hervorgeholt. Eine Musik aus der Jugend wird leise abgespielt, immer wieder, wie eine vertraute Stimme aus der Vergangenheit. Viele ältere Menschen entwickeln in ihrer letzten Lebensphase eine tiefe Verbindung zu Dingen, die anderen unscheinbar erscheinen mögen. Ein Tuch, ein Ring, ein handbemalter Teller aus Kindertagen. Sie werden zu Ankern, nicht für das Festhalten, sondern für das würdige Loslassen. Diese Gegenstände sind keine Zufälle. Sie sind Träger von Erinnerungen, von Liebe, von Identität. Sie erzählen Geschichten ohne Worte und helfen dabei, das Leben noch einmal zu berühren. Elisabeth, 90, bat kurz vor Weihnachten darum, den alten Adventskranz aus der Holzkiste zu holen. Er war leicht zerdrückt, ein bisschen staubig. Aber als er brannte, lächelte sie nur. Jetzt riecht es wieder nach Zuhause. Für Angehörige liegt in diesen Momenten eine stille Einladung, mitzugehen. Diese Rituale nicht abzutun, sondern zu begleiten. Ein Fotoalbum gemeinsam durchblättern, eine bestimmte Mahlzeit zubereiten oder einfach die Hand halten, während ein altes Lied läuft. Denn in solchen Gesten liegt Trost, Würde und eine unsichtbare Brücke zwischen dem, was war, und dem, was bleibt. Wenn alles still wird und doch bleibt. Am Ende ist es nicht der große Moment, der alles bestimmt. Nicht das letzte Wort, nicht der finale Blick, sondern die vielen kleinen Zeichen, die zeigen, der Körper zieht sich zurück. Das Leben wird leiser und doch ist da so viel Präsenz. Die Mahlzeiten werden kleiner, das Schlafen tiefer, das Sprechen seltener. Irgendwann bleibt nur noch die Stille und ein langsames, würdevolles Sein. Aber diese Stille ist nicht leer. Sie ist gefüllt mit Erinnerungen, mit Blicken, mit Atemzügen, die sagen, ich bin noch hier. Viele ältere Menschen strahlen in ihren letzten Tagen eine Ruhe aus, die man kaum beschreiben kann.
Nicht, weil alles leicht ist, sondern weil sie Frieden geschlossen haben. Mit sich, mit ihrem Weg, mit denen, die bleiben. Für die Familie ist diese Zeit eine Prüfung und ein Geschenk. Denn was jetzt zählt, ist nicht, was gesagt wird, sondern dass man da ist. Mit einer Hand, mit einem Blick, mit dem, was keine Sprache mehr braucht. Und wenn dann der Moment kommt, in dem der letzte Atemzug geschieht, bleibt etwas zurück. Nicht nur Trauer, sondern auch ein Vermächtnis. Das Wissen, dass Liebe nicht endet, dass Nähe nicht stirbt, dass das, was wir gemeinsam getragen haben, uns für immer verändert hat. Wer bis zum Schluss in Liebe begleitet, wird selbst getragen. Von Erinnerung, von Sinn, von einer Würde, die stiller ist als jedes Wort, aber stärker als alles andere.